Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute wieder auf EU12, denn dort haben wir uns letztes Mal umequipped und heute wollten wir mal gucken, was wir so in den Dungeons mit dem neuen Equipment anrichten können. Wir haben ja auch unsere Begleiter alle komplett nun vervollständigt, umequipped. Mir wurde geschrieben, bei der Kunigunde habe ich, glaube ich, Fehler gemacht. Ich weiß nicht, irgendwo hatte ich hier falsche Handschuhe oder sowas gehabt. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja, der Ring. der Ring ist es hier, der Intelligenzring, okay. Ja, da, weiß ich nicht, da können wir vielleicht mal, obwohl, ja, tauschen ist, warte mal, ich will den Stein behalten auf jeden Fall, irgendwie, einigermaßen. Wir nehmen es einfach so, ja, wir müssen dann Steine tauschen, geht nicht anders, weil der Marquardt braucht natürlich den Ring mehr und die Kunigunde kann damit nichts anfangen. Ich wollte, warum ich eigentlich im Zauberladen bin, ich wollte eigentlich für die Folge, mache ich immer, bevor ich jetzt irgendwie keine Tränke mehr habe, kurz vorher ja, im Shop blättern und neue Ware anfordern. Ich fordere einmal neue Ware an und das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Ich ärgere mich, dass ich das jetzt diese Minute vorher nicht schon aufgenommen habe, aber ich habe tatsächlich einen vollen Stack an Tränken bekommen. Einmal habe ich geblättert und kompletter Laden voll mit, mit Tränken. Das habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gehabt. Und vor allen Dingen, das sind alles Tränke, die wir auch brauchen, ne? Also exakt wirklich genau das war wirklich sehr satisfying gerade, wirklich exakt alles das zu bekommen, was man gerade braucht. Ja, jetzt brauchen wir natürlich auch noch, wo wir gerade beim Thema Brauch sind, brauchen wir jetzt noch 2 einigermaßen gute Steine. Okay, ich glaube, das reicht schon. Ja, wir sind gesegnet heute hier, glaube ich. Dann können wir hier nämlich den Stein reintun. Dann haben wir hier zumindest einen alle Attributring und hier passt der Ring dann auch einigermaßen. Oder hier passt es auf jeden Fall. Danke auf jeden Fall fürs Aufmerksammachen in den Kommentaren. Sehr freundlich von euch. Wäre mir jetzt so nicht aufgefallen im Eifer des Gefechts. Aber so ist das nochmal, wenn man so schnell durchrusht, ne? Ja, und dann würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange rum. Wir schauen mal direkt in die Lichtwelt rein. Obwohl ich glaube, in der Lichtwelt... wir können ja auch nochmal ganz kurz hier alles nochmal kurz festskillen. Ich glaube tatsächlich, in der Lichtwelt werden wir nicht allzu viel anrichten können, weil ja, unser Equipment, was wir hier jetzt angezogen haben, das ist sogar einigermaßen, also das ist okay, also wir haben ein bisschen Improvement gemacht, wir sind ein bisschen besser geworden, aber ob das für die Lichtwelt reicht, weiß ich nicht. Wir haben ja hauptsächlich darauf geachtet, dass wir unsere Begleiter ausrüsten, das war ja so der Hauptaspekt, sag ich mal. Aber es sieht gar nicht so verkehrt aus, die ersten Tries, sie sehen sogar sehr gut aus. Wir fangen mit 176 an, dass wir uns das mal so gemerkt haben, so an der Stelle. Denn ja, ich weiß nicht, wo wir hier landen werden, wenn wir hier fertig sind. Und da haben wir schon den ersten Gegner aus dem Weg geräumt. Das ist sehr schön, mit einem Necromancer geht ja alles und nichts. Ja, also es kann alles gehen, aber es kann auch komplett nach hinten losgehen, die Tries. Deswegen ist es immer ab und zu mal ein bisschen random. Deswegen müssen wir uns einfach mal drauf verlassen. Gerade gegen solche Gegner wie Krieger, Kundschafter kann das ziemlich schnell nach vorne gehen, kann aber auch ein bisschen länger aufhalten. Und ja, so schnell geht's. Da haben wir schon die ersten paar Level hier gepackt. Ja, die ersten 4. Und das ist natürlich immer der schöne Vorteil in der Lichtwelt. Kriegst du direkt hier, boah, Alter, auch direkt 3 Level mit mal, ne? Und da waren wir einfach zu schnell fürs Game, da wurden wir direkt ausgelockt. Da wurde mal kurz überprüft, ob ich hier am Cheaten bin oder irgendwas. 3 Level mit einmal, das geht ja überhaupt nicht. Ja, also sehr, sehr, sehr cool. Mal gucken, ob wir die 200 heute hier im Video schaffen. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal, was so in der Schattenwelt alles so auf uns wartet. Wie da so das Potenzial ist. Wir sollten jetzt eigentlich da gut vorankommen. Ja, und ich bin eigentlich schon zufrieden, dass wir hier in der Lichtwelt ein bisschen was geschafft haben. Ja, denn wie gesagt, die Stat-Punkte, die sich hier auf den neuen Items bezogen haben seit dem letzten Epic-Event, was waren das? Vielleicht 30, 40 Stat-Punkte besser. Ist jetzt nicht so heftig, sag ich mal. Der Impact bei den Begleitern war größer, weil die teils ja wirklich noch fast ohne Equipment rumgelaufen sind und deswegen erhoffe ich mir heute von der Schattenwelt eigentlich mehr als von der Lichtwelt hier. Wäre natürlich noch ganz cool, wenn wir hier noch den einen oder anderen Gegner mitnehmen würden, so auf schnelle Welle. 185. Das schmeckt doch mal ganz gut. Habe ich hier eigentlich Sound an? Ja. Ich glaube, der ist sehr leise.
Ja, für 185, schöne Sache, Krieger. Sollte auch einigermaßen machbar sein. Wenn wir hier die richtigen Kombis raushasseln, wie Autoverkäufer, dann wird die alte Seele auch liegen. Ja, da sind gute Tries dabei und dann müssen wir mal schauen, wie weit wir noch in der Lichtwelt kommen, aber dann sieht das alleine ja schon hier wirklich gar nicht so verkehrt aus, ja, Stufe 200 zu erreichen. Aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, wir warten erstmal ab, was kommt, ja, und dann schauen wir weiter. So, denn ja, es ist auch irgendwo wieder ein bisschen traurig, denn das, was wir jetzt am Wochenende ja, zum Epic-Event geschafft haben, mit den ganzen neuen Items-Blättern und sowas, die sind ja jetzt schon wieder knapp 10 Level outdated. Also ja, so schnell geht das halt hier in diesem Levelbereich. Deswegen, ja, macht schon Sinn, sich mal hier und da vielleicht mal neu zu equippen, aber man sollte es vielleicht auch nicht übertreiben, weil ja, die Items halt wieder sehr schnell outdated werden. Also in solchen Levelbereichen hier in den Legendary Dungeon reinzugehen, kann man definitiv machen. Würde ich aber vorher versuchen, so viele Level wie möglich zu machen, weil ihr seht ja, so ein paar Gegner und dann ist das Ganze wieder nichtig, sag ich mal. Und gerade die Legendary Items, die kriegt man ja dann doch noch ein bisschen seltener als die Epics, sag ich mal. Ne? Deswegen, ja. Oh, ich wollte gerade aufhören. Ich wollte tatsächlich gerade aufhören. 187, sehr schön. Da haben wir auch den nächsten Gegner gelegt. Hier, warte, wir können uns ja auch mal so ein Try können wir uns ja auch mal angucken. Ne? Mit dem Necromancer guckt man sich ja ganz gerne mal so einen Fight an. Gerade die Crits, die rausgezündet werden hier, die sind natürlich sehr, sehr lecker. Und dann haben wir hier den Quälgeist als nächstes. Und die Level schreiten voran. Ne? 190. Ja, einfach mal so in kürzester Zeit. Jetzt haben wir wieder einen Magier. Das könnte wieder so ein leichter... Ja, so eine leichte Blockung werden hier, die wir erstmal ziehen müssen. Aber das sieht, ja, mal gucken. Gibt uns auf jeden Fall ein Epic wieder. Warte mal, haben wir hier eigentlich... ja, das ist tatsächlich fast... Es ist fast gut. Also die Spanne ist ein bisschen schlechter. Für die Stat-Punkte würde ich es jetzt nicht extra wechseln. Da würde ich es lieber hier ihm geben. Ja, dann hat, ich glaube, hier hat er mehr davon. 3 Stat gegen All Stat getauscht. Und die paar Stat-Punkte mehr auf meinem Main sind jetzt, glaube ich, nicht so extrem ausschlaggebend. Ja, wie Allergien. Deswegen lassen wir das mal. 190, mal gucken. Was geht hier noch in der Lichtwelt, ist die Frage. Was passiert hier jetzt noch gleich? Fällt er oder fällt er nicht, ist die Frage aller Fragen. Wir haben natürlich hier keine Fähigkeiten, die wir nutzen können. Ja, ich glaube, wir gucken erstmal in die Schattenwelt rein. Bevor wir hier irgendwas anderes machen, gucken wir erstmal, wie sich hier unser Progress am Wochenende ausgezahlt hat. Wie stark jetzt unsere Begleiter geworden sind eigentlich. Okay, First Try, easy. Ja, da haben wir den ersten Dungeon hier schon mal gleich fast komplett besiegen können hier. Jetzt sind wir schon beim Endboss. Kriegen wir den noch down? Da ist er down. Und 191 und jetzt geht's natürlich ab hier, ne? Jetzt ist Heidewitzka, jetzt haben wir hier die, ja, oh mein Gott, die sind ja sogar gar nicht so verkehrt, die Schuhe hier, ne? Intelligenz. Oh. Jetzt beginnt die Inventarfüllung hier. So, Kundschaft der Schuhe. Ja, okay, plus 43, aber die Rüstung, ja, aber scheiß drauf, Stats. Stats, glaube ich, wichtiger hier an der Stelle. Krieger, Brustpanzer. Jetzt ist halt das Ding, ne? Jetzt machen wir wieder unser eigenes Epic-Event hier. Ne? Hätten wir auch schon am Wochenende so ein bisschen reingehen können, aber ich wollte erstmal da alle neuen Items erstmal einmal gesaved haben. So, das ist 3 Stats. Hier haben wir auch die ganzen 3 Stat-Items. Wir haben am Wochenende immer nur Dings bekommen hier, ne? Dingenskirchen. All-Stat-Items fast ausschließlich. Ja, guck mal hier, alles First Try. Sehr schön. Gut sieht das aus. Sehr, sehr fein. Das ist gut. 192 hier in kürzester Zeit.
Ja, das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ich meine, wir haben ja auch einiges am Wochenende ausgegeben an Pilzen. Ne? Ich meine, ihr könnt das ja jetzt immer so ein bisschen mitverfolgen. Seitdem wir den Pilzcounter hier wieder anhaben, ja, habt ihr das ja auch ganz gut auf dem Schirm, was wir hier eigentlich alles raushauen an Pilzen. Ne? Am Ende des Tages, ja, muss jeder da für sich selbst entscheiden, ob ihm das wert ist, sag ich mal. Ne? Für viele Leute ist es halt eben so, okay, ja, man kann da drauf verzichten, sag ich mal. Ne? Man kommt natürlich ein bisschen langsamer voran, aber ja, dafür halt eben pilzeffizienter oder pilzsparender. Die anderen rushen da halt eben durch. Ne? Oder ihr guckt halt eben einfach nur zu und ja, braucht da dann nicht selbst euer hart verdientes Brot, dann sage ich mal, hier in Shakes reinpacken. Ne? Das geht natürlich auch. So, was haben wir denn hier Feines? Hier haben wir noch ein Hütchen mit Intelligenz. Auch wieder 3 Stat, ne? Das ist kurios auf jeden Fall. Das wechseln wir auch mal schnell. So, Stärkepfeife. Alles 3 Stat hier, ne? Ist wirklich crazy. Ja, hier auch. Das sind sehr gute Items hier. Aber die hätte ich mir tatsächlich auch schon ganz gerne am Wochenende gewünscht, muss ich sagen. Aber was willst du machen? So, gucken wir weiter mal in die Schattenwelt. Ach, wir könnten theoretisch auch schon den nächsten Dungeon Key finden. Jetzt finden wir einiges an Keys, glaube ich, ne? Das war jetzt erstmal noch einer für die Lichtwelt. Ich glaube, der ging auch noch einigermaßen easy, ne? Ich glaube, in Osteros, da waren ein paar Gegner dabei, die ersten 2 oder so. Ich glaube, die waren einigermaßen schaffbar. Gucken wir mal. Also ein paar Tries. Das ist ja ein Krieger hier. Ich denke mal, da sollten wir nicht allzu lange Probleme haben, wie bei dem Magier beispielsweise. Da brauchen wir einmal nur mal kurz Glück, dass die Crit-Treffer hier reinkommen und dann sollte der Robert Besoffsleon, sollte der dann schon down sein. Aber mal gucken. Es lässt noch ein bisschen auf sich warten hier. Es ist unglaublich, ne? Guck mal, die Tries teilweise, wenn ihr die mitverfolgt, wie die aussehen, ne? Also manchmal, das ist wirklich echt komisch bei dem Necromancer, manchmal hast du wirklich so Dinger, wo du dir so denkst, Alter, der liegt überhaupt nicht und dann, ja, im nächsten Moment fällt er. Genau jetzt. Schade. Oh! Ja, aber knapp verfehlt. Knapp verfehlt. Naja, gucken wir uns mal an den Try. Und auch hier, es kommt alles drauf an, dass hier gleich der Hound erscheint und die Crit-Treffer, das ist so das, worauf wir uns verlassen müssen. Ja, die Items werden hier auch langsam wieder besser. Das nehmen wir für uns selbst mal mit. Und wenn wir hier noch einen schlechten Stein irgendwo drin haben, dann können wir den auch schon mal auswechseln. Das ist, glaube ich, hier das Schlechteste. So, Lichtwelt. Genau, eigentlich war ich auf der Suche nach einem Schlüssel für die Schattenwelt. Ja, weil wir da natürlich jetzt momentan auch gerade wieder vorankommen können. Da haben wir die nächsten 5 Etagen besiegt und dann können wir ja auch logischerweise den nächsten Key in der Schattenwelt finden. Aber jetzt hänge ich schon wieder hier in der Lichtwelt umher. Ja, so geht das. So geht das. Warte mal, wir wollen aber erstmal noch ein bisschen... Okay, das ist noch ein Lichtwelt-Key. Noch ein Geschickstein. Das ist der Schattenwelt-Key. So, hier bei den nordischen Göttern geht erstmal noch gar nichts. Wir gucken mal hier in der Schattenwelt rein. So. Und schauen mal, wie hier der erste Gegner aussieht. Sehr schön. Da liegt was. Geht es hier auch noch weiter. Was war das eigentlich hier? Okay, das war ein Magier. Die Tries sahen teils echt wirklich nicht verkehrt aus, muss ich sagen, bei dem Magier. Allerdings, ja, ist das da immer ein bisschen schwierig. Ja, weil wir halt eben, ja, die Kunigunde kann ich ausweichen. Ich kann keine großartigen Random-Faktoren da reinbringen, außer die Crits. Keine Hounds kann ich beschwören. Ja, kein Meatschild kann ich hochheben. Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, bevor ich in den reingehe hier, ne, da mache ich erstmal noch ein bisschen Wirbelwind und ich glaube sogar, würde ich glaube ich eher sogar Lichtwelt ein bisschen bevorzugen,
weil der sah mir schon ein bisschen schwierig aus dafür, dass das ein Krieger ist. Aber gucken wir erstmal, was hier im Wirbelwind so alles liegt. Ja, da können wir uns auch noch ein bisschen easy die XP wegsnacken. Hier kriegen wir sogar noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Und ja, hier, komm, dann kriegst du gleich hier den Stein. Huch. Achso, ja, okay, alles klar, gut, ciao. So, das verkaufen wir mal alles. Zack, zack, zack. Wir haben eh noch kein Hexen-Event hier auf dem Server, dafür ist er noch zu neu. Hexen-Event ist auf euren Servern dann erst, wenn ihr alle Schriftrollen gefunden habt bei der Hexe. Vorher erscheint auf euren Server kein Hexen-Event. Falls ihr euch wundern solltet, warum jetzt in Zukunft, zum Beispiel bald, ist ja jetzt bald wieder Hexen-Event, auf anderen Servern das läuft, aber bei euch nicht. Das könnte dann teils eventuell daran liegen. So, hier haben wir leider nichts für die Hexe. Haben wir hier noch irgendwas? Plus 18. Ist jetzt auch nicht mehr so der Rede wert, muss ich sagen, aber ja, nehmen wir einfach mal mit, verkaufen alles, was geht und gehen nochmal rein in den Wirbelwind. Also Ziel ist es, 200 zu knacken heute. Ja, ich denke, das sollte machbar sein. Dann machen wir das halt mit einem Wirbelwind. Ich hätte ganz gerne noch so in der Lichtwelt ein bisschen was, aber ja, da müssen wir schon. Vor allen Dingen Schattenwelt hätte ich gedacht, eigentlich noch ein bisschen mehr. Ich denke, da ist auch noch was machbar, aber ich wollte heute jetzt hier nicht schon wieder so extrem viele Pilze da lassen. Ja, deswegen, ja, ich wollte relativ wenig Pilze und viele Level und am besten schafft man das eigentlich in der Lichtwelt. Deswegen gehen wir da gleich nochmal rein, ja, und gucken mal, ob wir da noch ein bisschen weiterkommen. Erstmal hier noch den Wirbelwind ein bisschen mitnehmen, bis es einigermaßen schwierig hier aussieht. Ja, das ist so der Punkt, wo ich jetzt sagen würde, nö, das sehe ich jetzt nicht mehr ein hier. Die Wirbelwindetagen sollten immer relativ einfach machbar sein. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz. Lichtwelt. Wir skillen jetzt erstmal unser ganzes Gold wieder weg hier. Ja, das ist erstmal Punkt 1. Alles in Intelligenz rein, denn wir wollen hier natürlich so viel Schaden machen wie möglich. Ja, und die Crits, die müssen natürlich auch schmecken. Deswegen alles schön in Schaden reinskillen hier. Zack, 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 zack. So. Und dann schauen wir nochmal. Hier den Magier will ich nochmal kurz angucken. Und ansonsten den Krieger, den wir oben hatten, den will ich auch nochmal ganz kurz unter die Lupe nehmen hier. Ja. Oh mein Gott. Ja, also das ist halt schon wieder machbar, ne? Das ist, ja, da kannst du nichts sagen. Wenn da ein paar Tries, also dem musst du, glaube ich, ein bisschen Zeit geben hier. Boah, vor allen Dingen, wenn der jetzt liegt und ich weiß nicht, der nächste, der sieht mir nicht nach einem Magier aus, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Kundschafter oder ein Krieger, eins von beiden. Der könnte halt auch wieder dann das könnte dann wieder so ein Easy-Ding werden hier, ne? Oh mein Gott. Es sind halt immer die Magier, die dazwischen sind, so, die einen wirklich hier Probleme bereiten. Aber ansonsten, ja, kommt man relativ easy durch. Ach Mann, ey, wirklich, ne? Also da hat ja wirklich nicht mehr viel gefehlt bei dem einen Try. Den kann er mir jetzt aber auch wirklich geben hier. Also den kann er mir jetzt auch mal wirklich schenken. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Also den hätte ich jetzt sehr gerne schon down gesehen, muss ich sagen. Hier hätten wir natürlich, ja, weiß nicht, ist natürlich auch prozentual, weiß nicht, ob der besser ist halt, ne, weil der könnte natürlich prozentual schlechter sein, obwohl wir hier mehr Chancen hätten, rein von unserem, ja, ich sag mal, von unseren Fähigkeiten her, die wir hier kritten können, im Vergleich zu dem Magier, wo wir es halt nicht können. Ne? Aber trotzdem kann der von den Prozentchancen her niedriger sein, sogar als der Magier, je nachdem, wie viel stärker der Gegner halt ist, so an sich. Ne? Ist das halt eben auch immer so eine Ansichtssache mit den Magiern und den Kriegern hier. Ne? Ja, aber da ich aus der Vergangenheit so noch weiß, dass die ersten zwei eigentlich relativ easy waren, bevor hier der dritte kommt, das ist, glaube ich, dann wieder ein Magier, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das ist doch scheiße, ist doch Bullshit. Ja, wir gucken nochmal ganz kurz in die Schattenwelt rein. Jetzt, okay, nice, da haben wir den nächsten. Ich wollte gerade sagen, jetzt werde ich hier langsam ein bisschen verzweifelt, weil wir jetzt hier großartig nicht mehr weiterkommen. Aber die Schattenwelt lässt mich hier nicht im Stich. Ja. Wir müssen nochmal gucken, was wir hier für Items bekommen. Das nehmen wir auf jeden Fall wieder mit hier. Steingewinnung, zack. Was haben wir hier noch?
Allstat. Das kriegt hier der Magier. So, zack, bam. Ja, irgendwie müssen wir noch auf Krampf versuchen, 200 zu kommen hier. Ansonsten kann ich das heute leider hier nicht so stehen lassen. Wir haben ja auch noch die Geheimkarte. Die Pets. Die Pet-Habitate. Fuck, ich hab, glaube ich, hier kein einziges gefüttert, großartig, ne? Ja. Na geil. Ich hab die Pets komplett vernachlässigt, ja, weil die geben natürlich, das ist nochmal immer mein Trick 17, sag ich mal, in den Folgen hier, ja, die geben natürlich immer, ja, die Habitate XP anhand der Level und umso höher ihr im Level seid, umso mehr XP geben die halt auch, deswegen, ja, habe ich die jetzt noch nicht gemacht, aber ich hätte die natürlich auch füttern müssen, ne, damit wir hier ein bisschen, ja, ein bisschen Progress machen. Gut, die anderen habe ich jetzt noch nicht gefüttert. Bisschen XP haben wir mitgenommen. Ja, wir schauen nochmal in die Schattenwelt rein. Also das wird hier noch was heute, ja. Das wird hier noch was. Ist halt nur die Frage, wie lange wollen die noch auf sich warten lassen. Wir sind jetzt hier schon über 20 Minuten schon drin hier. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache hier. Oh Mann, da. Was mache ich hier eigentlich schon wieder? Das ist doch schon wieder kompletter Bullshit hier eigentlich. Und vor allen Dingen, es hätte so einfach sein können, ja? Lichtwelt, da waren die so knapp davor, ne? So knapp, bevor sie gefallen sind hier. Und in der Schattenwelt, ich sehe die Chancen eigentlich leicht vorne in der Schattenwelt, muss ich sagen. Allerdings dafür, dass wir hier wirklich nur leicht vorne sind in der Schattenwelt, würde ich lieber in die Lichtwelt reingehen, weil wir hier halt eben nochmal so heftig viele Level bekommen würden im Vergleich zur Schattenwelt. Da bekommen wir ja nur einen Bruchteil. Ein Bruchteil von dem, was wir hier in der Lichtwelt bekommen. Deswegen, wenn der hier jetzt noch liegt, ne, dann haben wir eigentlich die 200 schon. Dann müssten wir die dann schon erreichen. Und dann hätten wir jetzt nochmal so wirklich unseren Hauptenemy, ja, in dieser Folge hier nochmal aus dem Weg räumen können. Aber lässt er das mit sich machen, ist die Frage. Ja, das ist die Frage, die ich mir hier stelle. Ich hätte wirklich tatsächlich mehr erwartet aus der Schattenwelt, muss ich sagen, weil wir halt deutlich mehr für unsere Begleiter getan haben, als für uns selbst. Ja, allerdings sah es jetzt in der Lichtwelt auch jetzt nicht so verkehrt aus. Da haben wir ein paar Level auf jeden Fall mitgenommen. Das ist okay. Oh, Digga. Der Seelenklubben. Das ist wirklich hier mein Enemy Number One, ne? Und die Pilze fließen und fließen und fließen. Da kannst du nichts machen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Es ist ja unglaublich. Muss doch jetzt mal hier einer fallen hier noch hier, damit wir jetzt hier einen Schlussstrich ziehen können, ja? Damit wir hier die 200 erreicht haben und dann hätte ich hier meinen Seelenfrieden gefunden für die heutige Folge. Ja, dann wäre ich komplett zufrieden. 200, Dankeschön. Oh mein Gott. Alter Schwede. Da hat es aber nochmal wirklich gescheppert zum Schluss hier, ja? Krass. Ja, aber wir haben 200 erreicht. Das war jetzt erstmal unser Ziel. Ja, ich sag mal, in der Kürze der Zeit haben wir dann doch relativ viele Level gemacht. Es sind natürlich auch viele Pilze wieder geflossen, das muss man dazu sagen. Ja, ich versuche hier nochmal verzweifelt ein paar Tries, bis wir auf 1000 Pilze sind. Ja, schade. Der war wirklich sehr kurz davor zu liegen. Wirklich 1, 2 Tries waren dabei, wo ich mir gedacht hätte, okay, Alter, das war's jetzt, aber gut. 200 ist trotzdem okay. Und mit 176 haben wir angefangen. Das ist okay. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.